Hey Julia, na wie geht's? Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und dachte so, lass uns heute mal über das Wochenende reden, oder? Das ist ja so ein Thema, über das jeder spricht. Ja, voll gern. Wochenende ist immer spannend, auch wenn nichts Großes passiert. Man will halt wissen, was hast du gemacht, wie war's und so. Und Kaffee passt dazu perfekt. Total. Also, mein letztes Wochenende war irgendwie ruhig, aber gut. Ich war am Samstag draußen, ein kleiner Spaziergang im Park, weißt du, frische Luft, bisschen Sonne und dann habe ich einen Podcast gehört. Oh, nice. Welcher Podcast denn? Ich suche immer was, das mich so richtig packt. Manchmal passt der Podcast einfach perfekt zur Stimmung und dann ist das Wochenende gleich besser. Genau das. Ich habe einen Podcast über Musikgeschichte gehört, so locker erzählt. Und ich dachte, nur eine Folge, am Ende waren es 3. Das hat echt meinen Nachmittag entspannt. Klingt gut. Ich habe am Samstag gekocht, so richtig langsam, ohne Stress. Pasta mit Gemüse, nichts Besonderes, aber lecker. Und dann habe ich abends eine Serie geschaut. Lass raten, ein Krimi? Also so eine Detektivserie? Krimi heißt ja Kriminalgeschichte mit Polizei und Fall und so. Ich habe das Gefühl, alle schauen das am Wochenende. Haha, ja, erwischt. Es war tatsächlich ein deutscher Krimi. Und ich war erst skeptisch, weil ich oft so denke, ob das was ist? Aber am Ende dachte ich, ach, so schlecht fand ich den nicht. Ja, das sage ich auch oft bei deutschen Krimis. Man erwartet wenig und ist dann so, joa, geht klar. Was ich mag, man kann gut mitreden am Montag. Alle kennen es irgendwie. Genau. Und wenn man dann am Montag fragt, hey, wie war dein Wochenende? Kommt oft, ich habe was geschaut. Das ist so ein guter Start. Man kann dann fragen und was war das Beste dran? Voll, offene Fragen sind super. Also Fragen, die man nicht nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Zum Beispiel, was war dein Highlight? Oder wo warst du unterwegs? Ja, das hilft total, auch wenn man Leute noch nicht so gut kennt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verliere den Kontakt am Wochenende. Alle sind busy und dann sitze ich da und denke, und jetzt? Kenn ich. Mir fällt es auch nicht immer leicht, Freunde zu treffen. Man hat Pläne, dann sagt jemand ab und zack, ist man allein. Am Anfang fühle ich mich dann so, leer, aber dann hilft mir ein kleiner Plan. Was für ein Plan? Also so richtig planen oder nur eine Idee? Ich finde, kleine Sachen gehen gut. Ein Spaziergang, ein Café, ein Anruf. Nichts Großes, aber man fühlt sich verbunden. Genau so. Ich schreibe mir manchmal 3 einfache Dinge auf, spazieren, eine Person anrufen und was Leckeres kochen. Guter Tipp. Ich mache oft am Sonntag so einen langsamen Morgen. Also Handy weg, Tee, vielleicht ein Buch. Abschalten, weißt du? Abschalten heißt einfach, den Kopf frei machen, keine Arbeit, kein Stress. Ja, und das ist wichtig, sonst ist das Wochenende weg und man denkt, hä, was habe ich gemacht? Oh, und noch ein Tipp, wenn man unsicher ist, was man sagen soll, einfach ehrlich sein. Zum Beispiel, mein Wochenende war ruhig, aber ich habe eine neue Pasta probiert und einen tollen Podcast gefunden. Genau, kleine Details helfen. Statt nur nichts gemacht, lieber, ich war am Samstag im Park und am Sonntag habe ich ausgeschlafen. Das klingt gleich netter und persönlicher. Und Leute reagieren da besser drauf. Apropos reagieren, ich frage auch gern nach Medien, also Film, Serie, Musik, das verbindet. Man kann zusammen lachen oder meckern. Und mal ehrlich, über Serien meckern macht auch Spaß. Haha, ja, besonders bei manchen Krimis. Man denkt so, warum rennt der Kommissar allein in den Keller? Und trotzdem schaut man weiter. Aber manchmal findet man echt eine Perle, so eine Serie, die plötzlich voll passt. Oder ein Podcast, der genau in die Stimmung fällt. Samstag Sonne, leichte Musik, perfekt. Sonntag Regen, dann vielleicht was Ruhiges oder eine Geschichte. Das macht den Tag irgendwie runder. Sag mal, hast du am Wochenende auch Leute getroffen? Ich habe spontan eine alte Freundin auf dem Markt gesehen. Total überraschend. Wir haben kurz geredet und sofort gemerkt, hey, das tut gut. Oh, schön. Bei mir war's anders. Ich hatte geplant, mit einem Freund zu zocken, aber er hat abgesagt. Erst war ich enttäuscht, dann habe ich überlegt, okay, worauf habe ich jetzt Lust und bin eben rausgegangen. Das ist so eine gute Reaktion. Nicht hängen bleiben, sondern Plan B. Ich glaube, viele fühlen sich am Wochenende allein. Das ist normal, aber man kann kleine Schritte machen. Eine Nachricht schicken, zum Beispiel Lust auf einen Kaffee heute? Einfach fragen. Ja, und wenn man über Beziehungen spricht, manchmal merkt man am Wochenende, wenn etwas nicht gut läuft. Wenn der Partner immer keine Zeit will, ist das ein Zeichen. Dann ist offen reden wichtig, nicht schwer, aber ehrlich, ich vermisse gemeinsame Zeit. Stimmt, und das muss keine Dramashow sein. Einfach ruhig sagen, was man braucht. Wochenende ist ja gerade dafür da, wieder Nähe zu spüren, auch mit Freunden oder Familie. Ein kleines Ritual hilft auch, wie Sonntag Frühstück zusammen.
Oh ja, Rituale. Bei mir ist es Samstagmorgen Brötchen holen. Das klingt altmodisch, aber ich mag das. Kleines Ziel, frische Luft und dann zu Hause Kaffee. Das ist schon halbes Glück. Ich habe so ein Mini-Ritual mit Filmen. Samstagabend ein Film, aber ohne Handy. Wenn ich mich konzentriere, genieße ich es mehr. Und danach kann man gut drüber reden. Was war die beste Szene? Was nervte? Das ist auch super für Sprachpraxis, by the way. Wenn ihr Deutsch lernt, könnt ihr sagen, am Samstag habe ich einen Film gesehen. Er war spannend. Oder ich habe einen neuen Podcast gehört. Er war lustig. Ganz einfache Sätze, aber klar. Ja, und dann eine offene Frage stellen, zum Beispiel: Und du, was hast du am Wochenende gemacht? Oder was war dein Highlight? So bleibt das Gespräch lebendig. Nicht nur ja, nein. Noch ein Ding, wenn man gar keinen Plan hat, hilft eine Liste mit Ideen. Nichts Teures, Flohmarkt schauen, Bibliothek, eine neue Bäckerei testen, kurzer Ausflug mit dem Rad, so hat man Gesprächsstoff und gute Laune. Genau, und wenn's mal schief geht, ist das auch eine Geschichte. Letzten Sonntag habe ich Brot gebacken und es war hart wie ein Stein, haha. Aber ei, wir haben dann Suppe gemacht und das Brot war perfekt zum Dippen. Haha, sehr gut. Und guck, schon hat man was zu erzählen. Ich sag am Montag dann sowas wie, mein Wochenende war ruhig. Ich war im Park, hab einen Podcast gehört und mein Kaffee war zu stark. Klein, aber ehrlich. Das ist doch super. Und weißt du, was auch hilft? Humor und ein bisschen Selbstironie, nicht so ernst. Wochenende ist zum Aufladen da. Wenn's nicht perfekt ist, na gut, nächstes Wochenende kommt. Genau. Und wenn ihr jetzt zuhört, probiert am nächsten Wochenende mal eine offene Frage mit Freunden. Oder teilt eine kleine Geschichte, ein Detail. Das macht Gespräche warm und echt. Ja, und erzählt uns gern, wie euer Wochenende war. Schreibt's in die Kommentare, was war euer Highlight? Vielleicht eine Serie, ein Spaziergang oder einfach ein gutes Frühstück. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns mega und ihr verpasst keine Folge. Und teilt die Episode mit einer Person, mit der ihr am Montag über euer Wochenende reden wollt. Danke euch fürs Zuhören. Macht's euch am Wochenende gemütlich. Bleibt freundlich zu euch selbst und habt Spaß auch mit kleinen Dingen. Bis nächste Woche und ja, nicht vergessen, liken und abonnieren.